Musik ist für mich das Krasseste am Leben überhaupt, weil ich irgendwann bemerkt habe, dass ich mein Inneres und alles, was ich mit mir herumtrage, nach außen rauskehren kann und sozusagen verarbeiten kann. Ich wusste einfach, irgendwann, wir beide sind so miteinander verzahnt. Deswegen bin ich hier, um genau das zu machen. Ich glaube, ich fände es geil, wenn die Musik anfängt, dass es dann so richtig hell und warme Farben und so. Ich würde die einfach weitermorphen lassen. Stets am Ende dieses Kreises meines Wagens der Moment. Wie kommt man eigentlich so dahin? Ne? Wie fängt das eigentlich alles so an, dass man in so einer Band spielt? Ich habe sehr unerfolgreich Fußball gespielt als Teenager und hatte dann auf einmal jemanden im näheren Umfeld, der was mit Musik zu tun hatte. Und der hat mir ein Schlagzeug in den Keller gestellt. Und dann habe ich irgendwie angefangen, darauf rumzutrommeln. Und dann fand ich das irgendwie doof, dass man nicht sofort den Song erkennt, den man da spielt, weil das, ne, so ein Schlagzeugbeat ist ja auch so ein bisschen austauschbarer. Und dann gab es irgendwie eine Gitarre zu Weihnachten. Aber so die Möglichkeit, sich mit der Gitarre irgendwie auszudrücken und die Mucke nachzumachen, die man da, ich habe da irgendwie so Ramones gehört, das kann man natürlich auch ziemlich schnell umsetzen alles. Und dann ist natürlich die nächste Idee, man will das irgendwie selber in einer Band machen. Wenn man dann diese Band hat, möchte man mit der natürlich auch irgendwie auftreten. Und nachdem man so ein paar Auftritte gespielt hat, war so das Touren der nächste große Step. Also das war auch, glaube ich, das, was ich bei den Hirschen, auch das, wo ich mich, glaube ich, so rein verliebt habe. Ne? Also in dieses Unterwegssein mit der Band, jeden Tag irgendwie so eine feste Aufgabe zu haben. Das hat was sehr Sinnstiftendes. Ich finde, es ist echt ein erfüllendes Gefühl, wenn zum Beispiel gerade Sachen, die man selber geschrieben hat oder Parts, die ich selber geschrieben habe, ich dann merke, dass die Leute, dass sie das voll geil finden. Also, dass das denen richtig was bedeutet. Ne? Wir hatten einmal, das fand ich auch krass, wir hatten einmal diese Live-Session zu Collapse. Ich weiß noch, als ich da reinkam und dann haben die alle den Kram da geprobt, den ich mir zu Hause an so einem Synthi-Ding ausgedacht habe. Das war schon krass. Wir machen auf jeden Fall das, was wir wollen. Da gibt es erstmal keine Grenzen. Das finde ich auch etwas, was sehr positiv an dieser Band ist und also dass wir auch weiterhin das behalten haben über die Jahre. Und als ich jetzt zum Beispiel Otus geschrieben habe oder Blut oder sowas oder selbst die Instrumentalskizze von Aristus und so, habe ich mir einen Scheißgedanken drum gemacht, ob es irgendjemand da draußen gefällt. So. Also so denke ich nicht. Wenn ich schreibe, dann schreibe ich intuitiv. Und das, was aus mir herauskommt. Und mir muss es zuerst gefallen. Haben wir als nächstes Thema natürlich die Umsatzsteuervoranmeldung. Nee, was? Kabelwege. Weil wir sonst immer da gehen, ne? Ja. Das kann man jetzt aber nicht einfach austauschen, weil hier ja diese andere Steckverbindung ist, richtig? Nee, die sind eh unabhängig. Wir machen das jetzt einfach. Wie wir Songwriting betreiben, ist auch einfach komplett unterschiedlich bei uns allen. Das ist ja auch sowas, was man nicht erzwingen kann, das sagt Ilja auch ganz oft. Das passiert dann mal irgendwann und ich habe das auch oft, wenn ich irgendwie vielleicht mal irgendwas geschrieben habe, was ich cool fand, habe ich das im Nachhinein immer versucht zu rekonstruieren. Sag mal, wie bin ich denn da hingekommen? Aber das
das passiert dann wirklich so im Flow, das geschieht dann jetzt und hinterher ist es da, aber man kann sich an den konkreten Zeitpunkt, was man da genau gemacht hat, kann ich mich dann nicht so zurückerinnern. Wie rum machst du es jetzt? Das ist mir eigentlich egal. Ja, dann würden wir doch jetzt mal hier anfangen. Also Ilja ist einer, der würde ankommen, hier, ich habe mal eine Idee und dann ist das aber so ein 10-Minuten-Song, der von vorne bis Ende schon ausproduziert ist. Halt dann mit programmierten Drums, aber schon komplett mehreren Gitarrenspuren, Bass, Synthes und allem möglichen Kram. Das Ding ist mehr oder weniger fertig. Und das war bei diesem Album auf jeden Fall eine neue Art von Challenge für mich, dass ich das für mich erstmal verstehen musste, was will er denn damit aussagen, und dann halt umarrangieren musste. Zum einen so, dass man das halt spielen kann, weil ich habe halt nur 4 Gliedmaßen. Das vergessen manche Leute, die nicht Schlagzeug spielen, auch manchmal. Und zum anderen ja so eine Balance finden zwischen dem, wie werde ich denn Ilja in dem Sinne gerecht, also kann ich das umsetzen, was er sich so gedacht hat, aber trotzdem noch meinen eigenen Touch da reinbringen. Ne? Es wird mich langweilen, nur irgendwie Black Metal zu machen oder nur hartes Geballer. Also das Leben ist ja begleitet von so vielen Emotionen und Ereignissen, die alle irgendwo deine Persönlichkeit am Ende ausmachen. Also das formt alles dich. So. Und das Leben ist eben bunt und voller Farben und manchmal ist es aber auch schwarz, manchmal aber auch weiß. Und man hat diese Momente und ich bin musikalisch viel zu interessiert an verschiedenen Dingen, weil ich auch das Gute darin sehe oder das Interessante, was man damit machen kann. Und umso spannender finde ich es dann manchmal auch, konträr diese Stile oder diese Sachen miteinander zu verbinden. Das kann dann wirklich eine wunderschöne Cello-Stimme sein in einem Death Metal Gewand oder sowas, weil also ich mag aber auch den Wahnsinn. Also. Herzlich willkommen zum Euroblast Special hier auf 674 FM. Am Mikrofon sind Marvis und Janine, hallo. Hallo. Okay, wir sind hier mit The Hirsch-Effekt. Schön, dass das geklappt hat. Zum Einstieg würde ich euch bitten, euch mal kurz einzeln vorzustellen. Ich das Mikro mal gerade rumreichen darf. Hallo, ich bin Moritz, ich spiele Schlagzeug bei The Hirsch-Effekt. Hallo, ich bin Ilja, ich spiele Bass und singe ein bisschen bei The Hirsch-Effekt. Und ich bin Nils, ich singe auch und spiele Gitarre bei The Hirsch-Effekt. Das Highlight für das heutige Interview ist natürlich, dass ihr gerade ein neues Album veröffentlicht habt. Das Album heißt Urian. Für was steht das Album für euch? Ja, also traditionell kommt bei uns zuerst mal die Musik und da haben wir bei diesem Mal viel so auf Stimmung geachtet und auf Urian ist so eher so die innere Betrachtung, ne, auf diese Krisen, die uns irgendwie in unserem Alltag die ganze Zeit wie so ein unliebsamer Gast präsent sind. Für mich ist halt Kunst immer so ein Abbild des aktuellen Zeitgeistes oder auch der Gesellschaft. Das ist auch zum Teil meiner Meinung nach immer die Aufgabe der Kunst gewesen, nicht immer einen Lösungsvorschlag in der Hinterhand zu haben, aber einfach Dinge vielleicht mal darzustellen aus einer persönlichen Sicht und aus einer persönlichen Empfindung. Um in das neue Album reinzukommen, welchen einen Song sollten wir spielen? Vielleicht hat jeder von euch eine Meinung dazu.
Wenn man auf so einer Bühne steht, dann ist man ja schon ein bisschen dazu da, um zu unterhalten. Also die Menschen kommen ja nicht, weil sie jetzt Nils Wittrock sehen wollen, der so schön singt oder so, oder der so toll Gitarre spielt, sondern meiner Meinung nach kommen die Leute in der Regel, weil sie diese Songs mögen und diese Musik mögen und weil diese Musik irgendeine Bedeutung in ihrem Leben gewonnen hat. Jetzt von dir habe ich eher Bass gerne. Das wird dann zelebriert, da wird dieser Song zelebriert und da wird das zelebriert, was diese Musik in deren Leben gemacht hat. Und sich das von der Bühne aus irgendwie so anzugucken, das ist ja das, was so ein Konzert ausmacht, also für mich. Das Publikum gibt einem viel zurück, einfach, also weil man halt wirklich gespiegelt bekommt, dass den Leuten das irgendwie was bedeutet. Die gehen irgendwie ab, die Stimmung ist gut, das schaukelt sich gegenseitig so hoch, wenn man selber auch zeigt, dass man Bock hat und ja, am Ende sind alle happy, so idealerweise. Das ist ja eigentlich der magische Moment, nämlich genau der, wenn du dich mit den Fans vor Ort connectest und die dann irgendwie doch mal deinen Songtext singen und du siehst, was es mit dem mit Geist und Seele macht sozusagen. Dass es die zum Tanzen animiert, dass es die auch innerlich bewegt und so. Das kriegst du alles nicht mit, wenn du so einen Track via Instagram raushaust. Kommt trotzdem nie die Emotionalität rüber, die halt bei so einer Show einfach rüberkommt. So, deswegen finde ich, kann man Live-Konzerte nie ersetzen. So. Ich hab wirklich aber Bock drauf und denk mir, fuck yeah. So, lass auf die Bühne gehen und welche Stadt ist heute dran? Geil. So, ich freue mich wirklich für jede einzelne Person, die gekommen ist und hab Bock für die zu spielen. So. Was ist denn das für Musik, die wir irgendwie machen? Warum machen wir diese Musik? Weil wir jetzt irgendwie alle Leute irgendwie ärgern wollen oder weil wir irgendwie die Leute verstören wollen oder weil wir irgendwie besonders extravagant sind oder ist das einfach auch so ein bisschen Ausdruck unserer selbst oder verrutschen tut er nichts mehr jetzt. ne, unserer Art irgendwie und dann ist das nun mal diese Musik, die wir halt irgendwie machen. Ich möchte eben nicht gerne, nur weil ich dann irgendwie einen größeren Fernseher hier stehen hätte und eine teure Wohnung in Berlin, wo ich auf die Spree gucken kann oder was weiß ich was, irgendwie so Kackmusik machen. Das kann ja gut sein, dass es für andere Menschen erfüllend ist, Kackmusik zu machen, dafür, dass man halt irgendwie dann sagt, davon kann ich jetzt aber gut leben, da habe ich jetzt hier was und vielleicht ist das für andere dann eben auch erfüllend, aber ich glaube, für mich wäre das nicht erfüllend. Dieser Ort, dieser Platz, diese Enge in dir und der Frust in uns und meinem Bauch. Es war ein Ort, nur kein Platz, um hier alt zu werden.
Hallo, also nochmal, wo war ich stehen geblieben? Ja, Wir haben alle unsere Lebensrealitäten so. Ich finde schön, dass wir das immer noch machen können. Das hat auch viel damit zu tun, wie wir unsere Leben außen drum strukturiert haben. Und ich verstehe, dass es nicht selbstverständlich ist, weil die meisten Bands in unserem Alter sich eher auflösen, anstatt weiterzumachen. Das ist jetzt bei uns nicht der Fall und ich finde es gut, dass alle noch Bock haben, irgendwie dieses Projekt zu machen und man sich gegenseitig ergänzt und alle irgendwie ein Stück weit ihre Ideen damit reinbringen können und dass es die auch erfüllt. So. Sag mir, wie das heißt. Sag mir, weißt du, wie das hier heißt? Ein Stegodon, was ist deine Hand? Du, wie das hier heißt. Weißt du das? Noch irgendwo? Danke dir.